Am besten, du gehst persönlich zu ihm hin und bittest ihn um Entschuldigung. Und was, wenn er meine Entschuldigung nicht annimmt oder mich gar nicht erst zu Wort kommen lässt? Dann kannst du dir noch immer was Neues suchen. Außerdem bist du im Grunde auch gegen diese Heirat. Aber nur weil ich denke, dass die beiden sich vorher etwas besser kennenlernen sollten. Solche Typen wie dieser Tim ändern sich doch nie. Der spekuliert doch nur auf Julias Erbe. Das gesamte Gebäude ist vom Umbau ausgeschlossen. Das kann ich nicht glauben. Unter diesen Umständen hat sich unser Geschäft natürlich erledigt. Und Sie haben nichts davon gewusst? Nein, natürlich nicht. Ich wusste, dass es da im Keller ein paar alte Mauern gibt, aber ich hatte keine Ahnung, dass das ganze Gebäude nicht umgebaut werden darf. An Ihrer Stelle würde ich mich in Zukunft ein bisschen besser informieren. Geht ihr, Frau? Bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mich vor der Fehlinvestition meines Lebens bewahrt. Es war mir ein Vergnügen. Herr von Anstetten? Geht ihr, Frau? Darf ich Sie hinaus begleiten? Wenn mein Vater das sieht, dann fällt er geblendet vor dir auf die Knie. Es würde schon reichen, wenn ich den Job behalten kann. Und wenn du ihn dann noch zusätzlich mit einem gekonnten Augenaufschlag um Verzeihung bittest, dann kann er gar nicht mehr anders. Er wird dich bestimmt wieder einstellen. Ich würde aber gerne auf Nummer sicher gehen. Irgendwas tun, das ihn total vom Hocker haut. Du könntest ja noch mal in seinen Arbeitsunterlagen wühlen. Niemals. Nein, ich möchte ihm eine Freude machen. Du kannst ja sein Auto putzen. Genau, das ist es. Was? Du willst tatsächlich seinen Wagen waschen? Nein. Ein Versöhnungsessen. Damit koche ich ihn garantiert weich. Ja, das könnte klappen. Es muss klappen. Ich brauche den Job und ich würde lieber bei euch putzen als woanders. Hallo. Hi. Was machst du denn hier? Ich dachte, Anna hat dich rausgeschmissen. Ja, wir bereiten sozusagen gerade die Wiedereinstellung vor. Ela wird Papa heute zeigen, dass er keine bessere Haushaltshilfe bekommen kann. Aha, wie willst du das anstellen? Ich werde mich unentbehrlich machen. Na, dann drücke ich dir die Daumen. Wart ihr einkaufen? Ja. Hey, wow. Für Florian? Mhm. Müsste ihm doch eigentlich passen, oder? Ach klar, Hauptsache XXL. Anna besucht meinen kleinen Bruder Florian. Der geht zurzeit in München zur Schule. Na, so klein kann der Bruder aber nicht sein. Für unsere Berlin-Reise. Naja, ob ihr zum Sightseeing kommt, möchte ich ja mal bezweifeln. Naja, dann wissen wir wenigstens, was wir nicht gesehen haben, ne? Und wann fahrt ihr? Ich meine, seid ihr noch zum Essen da? Ja, Gina kommt gleich. Arno fährt uns dann zum Bahnhof. Das ist gut. Zum Abschied kriegt ihr noch ein super Essen. Naja, ob's super wird, das warten wir lieber noch mal ab. Was ist? Was denkst du? Ach, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, ob es wirklich so eine gute Idee war, bei Jan zu kündigen. Ach, Julia, ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll von Jan und seinen Launen. Das muss ich mir jetzt wirklich nicht jeden Tag antun. Das verstehe ich ja auch, Tim. Es geht mir auch nicht um Jan. Aber ich weiß nicht. Mir ist es irgendwie unangenehm, was die anderen jetzt wieder denken. Welche anderen? Meine Familie. Christoph, Clarissa, Arno. Die werden sicherlich nicht davon begeistert sein, dass ich einen Arbeitslosen heiraten will. Das ist mir eigentlich egal, ob die begeistert sind. Hauptsache, du stehst zu mir. Das tue ich doch auch. Aber findest du es wirklich richtig, als Arbeitsloser so eine Riesenhochzeit zu veranstalten? Also erstens mal habe ich auch ein bisschen was auf der hohen Kante. Und dann bin ich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass der Brautvater auch ein bisschen was dazu tut. Und du hast gleich 2 davon. Natürlich wird es sich Christoph nicht nehmen lassen, uns die Hochzeit auszurichten. Aber es ist mir irgendwie peinlich.
Ich will einfach nicht Geld verjubeln, was wir nicht haben. Von mir aus können wir auch kleiner feiern. Das kann doch auch sehr romantisch sein. Nein, Julia. Ich heirate einmal im Leben. Da will ich mich sparen. Und wenn ich hinterher völlig pleite bin, das ist mir scheißegal. Und außerdem heirate ich nicht irgendjemand. Ich heirate dich. Meinem Vater wird das Wasser im Mund zusammenlaufen. Rosmarin-Schmorbraten. Mit hausgemachten Kroketten. Naja. Na, hausgemacht steht jedenfalls drauf. Sag mal, ist es normal, dass der von unten so schwarz ist? Warte mal. Scheiße! Egal, das machen wir nachher weg. Also hier steht von allen Seiten scharf anbraten. Ja, aber hier steht kurz anbraten und nicht eine Viertelstunde. Ja, dann hilft nur noch eins. Löschen. Und jetzt? Tja, jetzt hilft nur noch Beten? Ihre Chance im Vertrieb. 15.000 im Monat. Vielleicht soll ich es damit mal versuchen. Hm? Ja, klar. Wenn du als Opfer in Vorsicht Falle landen willst. Ja? Jan. Hey, wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Ich möchte noch mal mit Tim reden. Ach so, ja, bitte. Also, ich möchte mich noch mal entschuldigen wegen neulich Abend. Es tut mir leid. Ja, und ich hoffe, dass du dir das mit der Kündigung vielleicht doch noch mal überlegst. Was das? Ja. Okay. Also das mit unserem kleinen Autoausflug. Davon will ich mal gar nicht mehr reden. Das können wir für mich vergessen. Ich bin ja nicht bei der Polizei. Sehr beruhigend. Aber was die Kündigung angeht, das ist eine völlig andere Sache. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund, die zurückzunehmen. Sei doch froh, dass ich endlich weg bin. Du warst doch eh nur am Rumnörgeln. Ach komm, wir sind doch alles in allem ganz gut miteinander klargekommen, oder? Also gut miteinander klarkommen, stelle ich mir anders vor. Überleg's dir nochmal. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich suche mir lieber was anderes. Naja, also falls doch, dann weißt du ja, wo du mich findest. Tschüss dann. Ciao. Ja, stell dir vor. Christoph, wenn ich dir sage. Ja, diese Mauern stehen ab sofort unter Denkmalschutz. Ja. Ben? Oh Gott, der schäumt vor Wut. Sag mal, was macht deine Suche nach George? Naja, wirst ihn schon finden. Ich dich auch. Tschüss, bis bald. War das Christoph? Ja. Christoph war natürlich sehr überrascht über diese Entdeckung. Hat sich sehr gefreut und er bedankt sich für Ihre Mithilfe. Wo ist er eigentlich hingefahren? Er ist auf Geschäftsreise. Hat sie mit dem Verkauf von Friedenau zu tun? Nein. Sonst noch was? Ich habe nämlich noch ziemlich viel zu tun. Um ehrlich zu sein, würde es mich schon interessieren, was Christoph jetzt so vorhat. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich werde dann wohl mal wieder. Ja, gut. Wir sehen uns vielleicht später. Hm? Ja, bis dann. Ich wollte eigentlich zu Tanja. Ist sie nicht da? Sie muss hier irgendwo im Haus sein. Du kannst aber gerne auf sie warten. Danke. Und wie geht's? Ganz gut. Und dir? Beschissen. Ist gerade ein potenzieller Käufer abgesprungen. War ihm der Keller zu feucht. Viel schlimmer. Barbara hat ihm gesteckt, dass Friedenau unter Denkmalschutz steht. Aber doch nur die Fassade. Nein, auch die Grundmauern. Seit wann denn das? Seit heute. Barbara hat das Denkmalschutzamt irgendwie zu einer schnellen Entscheidung gekriegt. Aha. Der Punkt ist aber der.
Eigentlich wussten nur der Gutachter, Tanja und ich, dass Friedenau romanische Mauern hat. Und das auch erst seit gestern. Jetzt frage ich mich natürlich, wie Barbara es so schnell erfahren hat. Vom Gutachter vielleicht? Das kann ich nicht glauben. Hallo. Ist irgendwas? Clarissa hatte ich gesucht. Ich wollte einen kleinen Besuch abstatten. War gerade in der Gegend. Schön. Schatz, die Handwerker sind fertig im Keller. Kannst du die Abnahme machen? Klar, mache ich. Du entschuldigst mich? Über was habt ihr denn gerade gesprochen? Ach, über eine undichte Stelle. Und ich meine nicht die im Keller. Ach, du meinst, dass jemand die Information mit dem Denkmalschutz weitergegeben haben muss? Mhm. Aber dafür gibt es bestimmt eine plausible Erklärung. Ja, bestimmt. Also, ich tippe mal auf Wanzen. Christoph hat bestimmt hier bei euch in der Wohnung Wanzen versteckt. Ich weiß nicht. Aber ich. Gute Arbeit, soweit ich das beurteilen kann. Oh, doch, doch. Den nächsten Wasserrohrbruch werden Sie bestimmt nicht mehr erleben. Und wenn Sie 100 Jahre alt werden. So lange wohne ich sicherlich nicht mehr hier. Sie schicken uns die Rechnung? Wie Sie wünschen. Ja. Ihr Chef. Wo hast du den denn her? Aus der Wasserpumpe. Der steckte im Filter. Ist das vielleicht Ihrer? Das ist der Ehering meiner Frau. Sie wird ihn hier unten verloren haben. Scheint so. Da wird sie sich aber freuen. Vielen Dank. Gern geschehen. 2 Esslöffel Rotweinessig. Öl tröpfchenweise dazugeben. Sag mal, stand von der Rauchentwicklung auch was im Rezept? Was? Oh, Mist, verdammt. Also irgendwie habe ich den größer in Erinnerung. Sieht eher aus wie ein Schrumpfkopf. Ja, das war's dann wohl mit dem Essen. Und mit der Versöhnung. Jetzt tritt Plan B in Kraft. Den kenne ich ja noch gar nicht. Habe ich mir auch gerade erst überlegt. Dieser Italiener 2 Straßen weiter, der verkauft auch außer Haus. Sieht aber ziemlich teuer aus. Was tut man nicht alles für einen Job? Naja, aber ein Menü für 6 Personen, das kostet uns eine ganze Stange Geld. Nicht, ich bezahle. Betrachten wir es einfach als Investition in meine Zukunft. Ja, es kommt überhaupt nicht in Frage. Bis gleich. Ach, Charlie, manchmal beneide ich dich richtig. Du hast keine Kinder. Na, dein Nachwuchs sollte aus dem Gröbsten raus sein. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Was ist denn los? Wenn Julian nicht so einen Versager heiraten würde. Naja, so schlimm wird es nicht werden, ne? Gegen den ist Cliff Barnes der absolute Siegertyp. Sie muss eben ihre eigenen Erfahrungen machen. Vielleicht wird sie ganz glücklich mit ihm. Nach deiner Beschreibung ist der Kerl doch ganz attraktiv. Ja, aber das ist auch schon sein einziger Vorteil. Das ist nicht ganz unwichtig. Ein angenehmes Erscheinungsbild erleichtert einem so einiges. Stimmt. Boah. Sander? Clarissa von Anstetten hier. Hallo, Frau von Anstetten. Wie geht's Ihnen denn? Wir wollten uns doch mal unterhalten. Und bei der Verlobungsfeier war ja nun leider keine Zeit dafür. Nee, leider nicht. Ja, und ich dachte, wir holen das nach. Ja, gerne. Heute Abend, 20 Uhr bei mir? 20 Uhr ist wunderbar. Fein. Ich mache uns eine Kleinigkeit zu essen. Ja, alles klar, dann bis heute Abend. Okay, tschüss. Was ist los? Wieso hast du nicht gesagt, du kannst nicht? Wieso sollte ich? Ist doch die Gelegenheit, deine sagenumwobene Mutter mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Aha. Wer weiß, vielleicht wird es ja sogar ganz lustig. Hm? Komm doch einfach mit. Nee, danke. Kein Bedarf. Hoffentlich kommt er gleich. Mit dem kalten Essen werde ich ihn kaum gnädig stimmen. Oh, da ist er.
Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es so gut schmeckt, wie es teuer war. Na klar. Anna, Gina, wir wollen Essen fassen. Grüß dich. Ja, mein Schatz. Das duftet hier wie beim Italiener. Mhm. Was machen Sie hier? Guten Abend, Herr Brandner. Habe ich mich neulich nicht klar genug ausgedrückt? Ihre Dienste sind hier nicht erwünscht. Ich weiß, aber Aber was? ich wollte noch mal sagen, es tut mir wirklich leid wegen letzter Woche. Einfach so an Ihre Papiere zu gehen, war nicht okay. Schön, dass Sie das einsehen. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich habe nämlich Hunger. Nun, wer hat denn das gezaubert? Jemand, auf dessen Dienste du leider keinen Wert legst. Sie. Als kleine Wiedergutmachung. Wiedergutmachen. Sie haben vielleicht Ideen. Bitte, ich würde mich sehr freuen. Ach komm, sie hat sich solche Mühe gegeben. Jetzt setz dich schon. Bevor alles kalt ist. So. Bitte sehr. Danke. Sieht ja nicht schlecht aus. Ja, dann probieren Sie es doch mal. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Schön. Das freut mich. Nein, wirklich, da kann man nichts sagen. Was ist mit dir? Willst du warten, bis es kalt ist? Nein. Und Sie? Haben Sie keinen Hunger? Doch. Na, dann setzen Sie sich. Dafür haben Sie doch sicher stundenlang in der Küche gestanden. Ich wollte Ihnen zeigen, dass es mir wirklich leid tut. So, wollten Sie das? Ich halte das eher für eine ganz perfide Form von Bestechung. Heißt das, Ela kann bei uns bleiben? Das heißt, dass ich sowas in Zukunft ruhig öfter kochen kann. Ich werde mein Bestes tun. Also, willkommen an Bord. Danke, Papa, du lässt es nicht bereuen. Gibt's was zu feiern? Ja. Eine sensationelle Entdeckung. Schon wieder? Auf dein Wohl, mein Schatz. Ups, da ist ja mein Ehering. Na sowas? Wie kommt der denn in das Glas? Mich würde viel mehr interessieren, wie er in den Keller gekommen ist. Schmeckt toll. Haben Sie das gekocht? Überrascht Sie das? Naja, ich dachte, so eine vielbeschäftigte Frau hat für sowas gar keine Zeit. Diese Zeit habe ich mir extra für Sie genommen. Ich weiß eben, was Männer lieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein gutes Essen gehört eben dazu. Aber vor allem lieben Männer ihre Freiheit. Stimmt's? Stimmt. Gilt das auch für Sie? Klar, ich bin ein Mann. Und warum möchten Sie dann unbedingt heiraten? Ich will nicht unbedingt heiraten. Ich will Julia unbedingt heiraten. Das ist ein großer Unterschied. Aber glauben Sie nicht, dass Sie sich viel zu früh binden? Was machen Sie zum Beispiel, wenn Sie ein lukratives Jobangebot bekommen, bei dem Sie viel reisen müssen? Das überlege ich mir, wenn es soweit ist. Im Moment finde ich die Diskussion ziemlich überflüssig. Ich würde Ihnen gerne helfen. Wie wär's denn zum Beispiel mit Einkäufer für eine internationale Ölfirma oder Verkaufsleiter Europa für einen Hersteller von Autozubehör? Diese Jobs können Sie jederzeit haben. Beste Bezahlung, schöne Reisen. Klingt nicht schlecht.
Sie müssten dann allerdings auf eine Heirat mit Julia verzichten und ledig bleiben. Was ja auch sonst seine Vorteile hat. Tja, das Angebot kommt leider zu spät für mich. Aber vielleicht ist das was für Jan. Der ist ja noch ungebunden. Ich muss den Ring verloren haben, als ich im Keller war. Ach, ist dir einfach so vom Finger gefallen? Nein, aber vielleicht aus der Tasche. Natürlich. Aus der Tasche. Ich nehme ihn öfter ab, zum Reiten zum Beispiel. Und dann stecke ich ihn in die Tasche, damit ich ihn nicht verliere. Und im Keller muss er dann irgendwie rausgefallen sein, als ich ein Taschentuch rausgezogen habe. Aber das hört man doch, wenn ein Ring auf den Steinboden fällt. Ich war ganz in das Gespräch vertieft. Nein, du hast den Ring verloren, als du dich an der Wasserleitung zu schaffen gemacht hast. Glaubst du, ich bin so blöd und lasse dann meinen Ring als Visitenkarte da? Du hast ihn einfach im Wasser nicht mehr wiedergefunden. Warum glaubst du mir denn nicht? Weil ich dich kenne. Aber ich warne dich. Treib's nicht so weit, sonst war das dein letzter Streich als Gräfin Anstetten. Danke. Ich heiße übrigens Clarissa. Es widerstrebt mir, mich von so einem hübschen Kerl siezen zu lassen. Du weißt, wie du auf Frauen wirkst. Ich glaube, Julia weiß gar nicht, was sie sich da angelacht hat. Du bist ein erfahrener Mann. Kann sie dir überhaupt geben, was du brauchst? Ich könnte dir alles geben. Geld, Macht, Abenteuer, Liebe.